Ein paar Tage sind vergangen seit dem Bestellprozess und ich habe jetzt tatsächlich ganz kurz vor knapp, nämlich am letzten Posttag vor meiner Abfahrt, dann tatsächlich Post aus Frankreich bekommen und habe mein Zertifikat Crit-Air zugestellt bekommen. Hier ist es. Ja, macht es nicht so knapp. Also ich habe eigentlich gedacht, ich bin super in der Zeit. Ich habe das bestellt am, lasst mich überlegen, das müsste eigentlich am Dienstag gewesen sein. Das ist der 7. September gewesen. Am 7. September habe ich dieses Zertifikat Crit-Air bestellt. Auf der Webseite gut geführt, wie ihr das ja eben alles gesehen habt. War eigentlich überhaupt kein großes Problem. Auch die Bezahlung war kein Problem. Das ging alles sauber durch. Und dann habe ich die ganze Zeit nichts davon gehört, hatte auf der Webseite sogar schon nachgelesen, dass es üblicherweise 5 bis 6 Tage dauern soll, bis es dann bei einem ankommt. Das wäre also sehr rechtzeitig gewesen, dann wäre es irgendwo mit dem Wochenende dabei. Am 15. September irgendwann, 16. September, 17. September wäre es dann da gewesen. Tatsächlich kam es dann gestern in der Post am 25. September und das ist dann schon ein bisschen arg knapp. Aber ich habe es bekommen, auch noch rechtzeitig. Es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht gekommen wäre. Ich hätte dann trotzdem die Umweltzonen befahren können. Denn ihr kriegt im Bestellprozess eine E-Mail. Das ist die sogenannte Faktur, die Rechnung. Und auf dieser Faktur ist bereits einmal euer Zertifikat Crit-Air in Kleinform abgedruckt, inklusive des dort vorhandenen Barcodes und eures Kennzeichens, sodass ihr das als Nachweis, dass ihr dieses Zertifikat besitzt, dann auch benutzen könnt. Wenn ich dann also irgendwo in einem solchen Bereich dann parken würde, würde ich das zur Sicherheit dann vorne in die Frontscheibe dann reinlegen, sodass es von außen lesbar ist. Es wäre dann meine Alternativvariante gewesen. Ich hatte es mir auch tatsächlich bereits ausgedruckt für den Fall, dass dieses Dokument nicht rechtzeitig kommt. Aber jetzt kann ich euch zeigen, wie wir denn dieses Zertifikat korrekt in der Windschutzscheibe vorne befestigen. Als ersten Schritt habe ich erstmal die Fenster von innen ordentlich geputzt, dass ich hier eine saubere Oberfläche habe, denn das ist ein Aufkleber, der per Transferfolie von innen rangesetzt wird, ähnlich wie unsere deutsche Umweltplakette. Please kindly find below your air quality certificate further to your order. This certificate must be stick in a legible way from the outside of your vehicle. Instructions are on the back of this letter. A video explaining the procedure for affixing your certificate is also available on our website. Dann kommt die Website-Adresse. Please kindly give us your opinions by filling the form on the website. Thanks for your understanding and support. The Air Quality Certificate Service. Ja, das Ganze dann für die der englischen Sprache oder vielleicht auch einfach nur meiner Aussprache nicht so schnell folgen konnten. Das besagt einfach nur, dieses Zertifikat muss in einer lesbaren Weise so befestigt sein, dass es von außen lesbar ist. Die genauen Anleitungen des Aufklebens sind auf der Rückseite von diesem Brief angegeben, wie man das dann befestigt. Und auch ein Video ist auf der Webseite der Behörde dann vorhanden, sodass man dort auch nochmal erklärt bekommt, wie dieses Zertifikat korrekt zu befestigen ist. Hier sehen wir jetzt auf der Rückseite die Erläuterung. Die ist dann jetzt aber auch mal wieder komplett in Französisch. Aber das ist jetzt auch nicht so wunderwas. Enlever le patch qui est sur le recto du courrier. Zweitens, décoller le certificat. Attention, la surface est collante. Ah, das war jetzt Spanisch im Französischen. Collante wäre es wohl im Französischen. Retourner le certificat et le repositionner au même endroit. Décoller l'ensemble par l'arrière du document. Le certificat doit être apposé recto visible à l'extérieur sur une surface située à l'avant du véhicule de manière très visible. Ja, viel Französisch. Mein Schulfranzösisch reicht noch so ein kleines bisschen. Wenn wir also auf der Rückseite jetzt dem Piktogramm folgen, müssen wir als ersten Schritt erstmal auf der Vorderseite, ich muss das Papier dafür gleich umdrehen, die undurchsichtige, die milchige Schutzfolie entfernen.
Dann müssen wir ab da aber auch aufpassen, weil die Oberseite hier ist sehr, sehr klebrig. Da dürfen wir dann also auch nicht mehr drauf kommen. Das würde sofort dann an den Fingern haften bleiben und eventuell sogar schon dann diesen ungültig werden des Aufklebers Effekt auslösen können, wenn dann irgendwas am Finger hängen bleibt und sich Teile der Oberfläche dann ablösen. Also die Oberseite muss dann schön in Ruhe gelassen werden. Danach soll es auf der Unterseite, ich hoffe, das funktioniert, hier abgezogen werden. Dann sollte es sich nur noch hier auf dieser Transferfolie befinden und auch vom Papier von dieser Rückseite aus abgezogen werden können. So ist es zumindest hier dargestellt. Ab dann haben wir hier eine Transferfolie, die wir auch noch anfassen können von dieser Seite aus und natürlich in den Ecken. Da haben wir ja noch nicht den eigentlichen Aufkleber. Und dann können wir es in Position bringen. Wie gesagt, das darf nur ein einziges Mal positioniert werden. Also wenn es erstmal irgendwo mit dem Aufkleber, mit dem eigentlichen Crit Air Aufkleber dann klebt, dann heißt es Augen zu und durch und zu Ende kleben, denn sonst wird dieser Aufkleber ungültig. Fangen wir an, dass wir hier vorne erstmal vorsichtig diese Transferfolie abziehen. Jetzt bin ich hier im Bereich des eigentlichen Aufklebers. Ja, das löst sich gut, aber ich mache es vorsichtig. Wir entfernen sehr vorsichtig diese obere Schutzfolie. Die will sich kaum von dem eigentlichen Aufkleber trennen, aber wir wollen das ja von innen an die Fahrzeugscheibe kleben. Also gehe ich jetzt ganz langsam und sehr vorsichtig dabei und ziehe diese Schutzfolie über dem eigentlichen Aufkleber ab. Die will sich auch nicht so richtig toll lösen und ich passe auch auf, dass ich dabei nicht irgendwo mit meinem Finger auf die Klebefläche jetzt komme. Ja, wenn man erstmal ein bisschen was geschafft hat, dann geht das auch ganz gut. Na, das ist jetzt hier dann die eigentliche Klebefläche. Und damit kann ich es jetzt positionieren. Der Einfachheit halber werde ich jetzt gar nicht erst versuchen, von der Rückseite, doch, es ist ja hier extra gemarkert. Aufpassen, dass man nicht irgendwo raufkommt. Ah ja, jetzt geht's. Jetzt kriege ich die Rückseite gut abgelöst. Und jetzt, klasse, jetzt habe ich eine Transferfolie. Mit dieser Transferfolie kann ich das jetzt frei positionieren, da wo ich es brauche, da wo ich es haben möchte. Das Auge ist mit, deswegen gehe ich jetzt mal nach unten, um genauer zielen zu können und bringe es knapp oberhalb von meiner deutschen Umweltplakette an. Jetzt drücke ich es von unten nach oben, um Luftblasen zu vermeiden, an die Scheibe an. Wenn es erstmal vollflächig drauf sitzt, kann man dann noch mal mit ein bisschen Druck nacharbeiten, damit sich dann auch gleich die Transferfolie gut vom Aufkleber löst. So. Wenn man das in einem schönen spitzen Winkel abzieht, dann geht das butterleicht. Aber diese Transferfolie ist insofern ein bisschen doof, sehe ich jetzt hier schon. Die hinterlässt euch ein bisschen Klebespuren. Da hat sich jetzt also auch ein bisschen von dem Transferkleber, der auf diesem Außenkranz sozusagen des Aufklebers war, gelöst und klebt jetzt auf der Scheibe. Das werde ich jetzt nochmal mit dem Scheibenreiniger aufnehmen und aufpassen, dass ich mir dabei aber den Aufkleber jetzt nicht irgendwo beschädige. Ist auch nur hier unten in der Ecke passiert. Ärgerlich ist es trotzdem. Aber es lässt sich dann auch ganz gut wegwischen. Das war's schon. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Da haben wir das schöne Zertifikat Crit Air in der Windschutzscheibe. Und dieses kleine gelbe Zeichen hier erlaubt es uns jetzt zum Beispiel durch Paris direkt durchzufahren. Christus letztes Kunstwerk ist aktuell gerade noch zugänglich. Ich hoffe, dass ich noch gerade rechtzeitig in Frankreich ankommen werde und mir da den Arc de Triomphe in verpackter Form noch mal anschauen kann.
Und dieses kleine Zeichen ermöglicht es mir, das auch ohne jedes Risiko einer Bestrafung für das fehlende Zertifikat dann zu machen. Eigentlich relativ simpel, nur solltet ihr den Bestellprozess sehr rechtzeitig machen. Es verfällt dann auch nicht, wenn es also einmal erstmal vergeben ist, dann ist da jetzt nicht irgendwie eine Gültigkeit dran. Solange es auf diesem Kennzeichen zugelassen ist, das Fahrzeug, bleibt das Zertifikat Grid R erhalten. Habt ihr irgendwann einen Kennzeichenwechsel, weil das Fahrzeug zum Beispiel in der Familie umgemeldet worden ist und man ein anderes Kennzeichen haben wollte oder das alte Kennzeichen ist verloren gegangen, dann muss man natürlich das Zertifikat Grid R wieder neu beantragen, weil es ist auf das Kennzeichen ausgestellt. Wenn euch dieses Video geholfen hat, gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nicht abonnieren wollt, ist nicht so schlimm, aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.